Und den zweiten Teil unserer Einführung übernimmt heute Professor Dr. Marc Ringel. Er ist EU-Klimapakt-Botschafter. Das bedeutet, er informiert darüber, welche EU-Klimaschutzmaßnahmen es eigentlich gibt und er unterstützt deren Umsetzung. Also er ist sowas wie die Schnittstelle zwischen Zivilgesellschaft, zwischen den AktivistInnen und der EU. Herr Ringel frischt jetzt unser Wissen auf über den European Green Deal. Also welche Ziele, welche Maßnahmen sind darin festgeschrieben. Und es gilt auch wieder, wenn ihr Lust habt, stellt gerne eure Fragen im Q&A, die wir im Anschluss gerne mit reinnehmen. Herr Ringel. Ja, vielen Dank, Frau Weiter, für die Einführung. Und hallo auch von meiner Seite. Vielleicht, bevor ich anfange mit den Folien, beziehungsweise was eigentlich European Green Deal ist. Frage an die Regie, den Pointer wohin halten? So? Okay, passt. Vielleicht einige Worte von meiner Seite. Ich mache Klimaschutzpolitik beziehungsweise beobachte das seit den 90er Jahren und ich glaube, ein Feedback war, es wird anstrengend beziehungsweise man verliert schnell die Hoffnung. Nicht die Hoffnung verlieren. Ich glaube, wir sind schon gegenüber dem, was ich damals hatte, ein riesiges Stück weitergekommen und dementsprechend an der Stelle sind wir jetzt endlich an dem Punkt, wo wir ansetzen können und auch umsetzen können. Aber zunächst mal der Teil Wissenschaft. European Green Deal, was will die EU machen, wovon reden wir eigentlich? European Green Deal, beziehungsweise zunächst mal das europäische Ziel ist Klimaneutralität. Ich glaube, die Begriffe hatten wir jetzt schon von meinen Vorrednern gehört. Wir hatten Klimaneutralität. Wir hatten sehr viel über Energie gesprochen. Auch das Thema steigende Preise, Energiepreise, wie reagieren wir darauf? Ist es sozial angemessen? Dementsprechend hier jetzt in aller Kürze mal eine kurze Einführung, was es bedeutet. Zunächst Klimaneutralität. Was wir hier auf der Folie sehen, sind die Treibhausgasemissionen der EU im Jahr 2005. Extrem hoch, beziehungsweise ein sehr stark fossil dominiertes System, über 5.000 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und Klimaneutralität heißt, bis zum Jahr 2050 das Ganze auf Netto Null zu bringen. Netto Null ist die rote Linie, das heißt wirklich Null, aber es gibt ein bestimmtes physikalisches, biologisches Minimum an Treibhausgasen, die nicht reduziert werden können und die sollen über alternative Technologien, aber auch sowas wie Aufforstung gebunden werden, sodass man netto im Effekt auf Null kommt. Das ist der Anspruch. Der Anspruch und wie groß dieser Anspruch ist, zeigt sich, wenn man sich die einzelnen Sektoren anschaut. Gelb die Stromversorgung, grün, blau die Industrie, olivgrün der Verkehrssektor. Wenn man genau schaut, wie diese Keile sich verändern im Zeitablauf, sieht man, dass man im Endeffekt zu einer kompletten Reduktion von Treibhausgasen in diesen Sektoren kommt, was nichts anderes heißt, dass sämtliche Sektoren der Wirtschaft, allen voran Energieversorgung, Mobilität, aber auch die Industrie, letztlich einmal komplett umstrukturiert werden müssen, um hinter diesen Anspruch Klimaneutralität zu erfüllen. Diese Umstrukturierung und dieser Anspruch ist dann letztlich auch der European Green Deal. Nicht darauf zu warten, dass über Klimaanpassung bzw. so starke Klimafolgen die Reaktion, wir hatten es gerade mit der Pandemie, die Reaktion so überstürzt, so schnell erfolgen muss, dass man eigentlich nur noch reagiert, aber überhaupt nicht mehr handeln kann. Ziel des European Green Deal ist vielmehr, diesen Umstrukturierungsprozess, der zwingend erforderlich ist, um Klimaschutzpolitik zu machen, diesen Umstrukturierungsprozess systematisch ablaufen zu lassen. Und systematisch heißt, zunächst mal durch alle betroffenen Sektoren durchzuziehen. Also nennen wir es ein Stück weit Klimaschutz-Mainstreaming. Das heißt, zunächst mal ambitionierte Klimaschutzziele, hatten wir gerade gehört, Europäisches Klimaschutzgesetz, also 2050 Klimaneutralität, Zwischenziel 2030 minus 55% Treibhausgasreduktionen. Das ist also wirklich ganz als Kern Klimaschutz mit dem Label Klimaschutz. Aber die Umsetzung muss im nächsten Schritt in allen anderen Sektoren der Wirtschaft, aber auch des gesellschaftlichen Lebens erfordern. Deshalb muss dieser Green Deal mehr sein. Mehr heißt eine Umstrukturierung der Energieversorgung, saubere Energie. Wir hatten gerade erneuerbare Energien, Energieeffizienz, mein Lieblingsthema.
Denn nur so kann letztlich der größte Anteil an Treibhausgasemissionen, 80% Treibhausgase in der EU energiebedingt, da muss man ran. Dann als nächstes die Wirtschaft. Und wenn man umstrukturiert, warum nicht direkt auch Kreislaufwirtschaft mitdenken? Ressourcenschonung im weitesten Sinne. Das ist letztlich Win-Win. Mitnehmen, was man an positiven Effekten kriegen kann. Dann das Thema Bauen und Renovieren, auch hier speziell Gebäudesanierung, alter Gebäudebestand, ein wahnsinnig großes Potenzial. Auch hier muss man rangehen und auch hier will dieser European Green Deal dran. Nächster Teil, nachhaltige Mobilität. Auch da 97% der Mobilität Öl, Benzin und Diesel. Das muss umstrukturiert werden, um klimaneutral zu sein. Auch da haben wir eine riesige Baustelle. Dann Landwirtschaft, Ökosysteme, Biodiversität und Umweltschutz im Allgemeinen. Also wie wir sehen, dieser European Green Deal leidet nicht an Ambitionsmangel, sondern es ist wirklich ein wahnsinnig umfassendes Paket, was aber auch gleichzeitig erforderlich ist. Der nächste Punkt, und damit bin ich jetzt wieder bei meinen Anfängen, bei meinen eigenen Anfängen, war, wenn wir in den 90er oder 2000er Jahren beim Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen gesagt haben, naja, wir wollen eine Klimawende machen, war der Vorwurf direkt, ach, ihr wollt die Wirtschaft abschalten. Dementsprechend also Klimaschutz gegen Wirtschaft, Umwelt gegen Wirtschaft. Genau das zeigt der Green Deal, dass genau das nicht gemeint ist, sondern ganz im Gegenteil, dass nicht nur ein Klimaschutzprogramm ist, sondern auch ein Wachstumsprogramm für die EU. Nämlich, indem man in all diesen Bereichen neue Lösungen, neue Technologien, neue Produkte, Dienstleistungen, werden wir nachher, glaube ich, noch einiges hören, erzeugt und entwickelt, kann man hinterher diese Dienstleistungen letztlich an andere Staaten, andere Akteure verkaufen, sodass Wirtschaftswachstum möglich ist. Und Wirtschaftswachstum heißt konkret Arbeitsplätze, heißt angenehmes Leben, Wohlstand, der einigermaßen gesichert ist, aber verbunden eben genau mit Klimaschutzpolitik. Dann, und auch dieses Stichwort fiel, steigende Energiepreise und auch das leider schon viel zu oft erlebt. Die Preise steigen und die Reaktion ist direkt, wir hören auf mit Energiewende, wir hören auf mit Klimaschutz. Ganz klar ist aber, mit steigenden Preisen sind speziell sozial Schwache benachteiligt und an dieser Stelle der Anspruch der EU, niemanden zurückzulassen, leaving no one behind. Das heißt, über Kompensation Gerechtigkeit zu schaffen. Letzte Folie, um wirklich das Ganze auch kurz zu halten, um zur Diskussion zu kommen. Die Umsetzung in dem sogenannten Fit für 55-Paket, nämlich genau diese minus 55% Treibhausgasreduktion bis zum Jahr 2030. Punkt Nummer 1, wir haben ein europäisches Klimaschutzgesetz und den 9. Juli 2021 kann man sich merken, denn das war ein dickes Brett, endlich so weit zu kommen, dass Klimaschutzpolitik nur auch rechtsverbindlich in der EU ist. Bei allem, was noch zu tun ist, das ist wirklich ein Meilenstein, den wir erreicht haben. Dann heißt es aber im nächsten Schritt, wenn ich jetzt diese 55% erreichen will, muss ich nachsteuern, in sämtlichen Politikbereichen, wie gerade genannt. Hier nur mal einige Highlights. Eine Verschärfung des europäischen Emissionshandels. Einen getrennten Emissionshandel oder CO2-Preis, schauen wir mal, wie es ausgestaltet ist für die Bereiche Gebäude, Mobilität. Und dann ganz klar nachsteuern im Bereich erneuerbare Energien und nachsteuern im Bereich Energieeffizienz. Denn wie gesagt, 80% im Energiesystem, da ist wahnsinnig viel zu holen. Und wie schon gerade gesagt, die Technologien sind da, dementsprechend sollten wir die mitnehmen. Letzter Punkt, um gar nicht zu lange zu reden, sondern wirklich zur Diskussion zu kommen, leaving no one behind. Was ein wirkliches Thema ist. Ab wann wird eine Gesellschaft müde, Klimaschutzpolitik zu machen? Ab wann wird eine Gesellschaft nicht mehr mitgenommen, indem gesagt wird, es wird alles teurer. Benzin ist teurer, ich bin Pendler, Wohnraum ist eh schon teuer, aber jetzt über Sanierungsvorgaben nochmal zusätzliche Mieterhöhungen. Ab wann ist an dieser Stelle der Kipppunkt erreicht? Und zwar nicht der Kipppunkt in Richtung mehr Climate Action, sondern der Kipppunkt zurück, indem man sagt, es ist wichtig, aber wir wollen nicht mehr. Dementsprechend an der Stelle die Idee, einen Social Climate Fund einzurichten, über die Mitgliedstaaten zu verteilen, um speziell sozial schwachen Gruppen zu helfen, diesen Weg in Richtung Klimaneutralität mitzugehen. Das ist also insgesamt in wirklich Speed Dating jetzt mal
der Anspruch der EU, der natürlich verhandelt wird, denn all diese Richtlinien sind noch offen, die Vorschläge von der Kommission sind da, sie sind im Parlament bzw. bei den Mitgliedstaaten zur Verhandlung, sodass an der Stelle, und da kommt jetzt der Klimaaktivist, natürlich auch die Zivilgesellschaft gefragt ist, um im Endeffekt genug Unterstützung zu leisten, dass eben genau diese Vorschläge ambitioniert bzw. sinnvoll genug umgesetzt werden und an der Stelle Klimaschutz weitergehen kann. Damit von meiner Seite vielen Dank.